So, also heute gehen wir an die Bettkonstruktion. Ihr habt gesehen, wie ich die Fahrräder gerade hier eingebaut habe. Unten an die Aufnahme für die Kabel. Hinten werden die Räder in die Box reingeschoben. Dann sehen wir hier ein Quertravers mit einem Gelenk. Das heißt, ich werde den hinteren Bettteil hochklappen können. Dann kann ich die Fahrräder einfacher einladen. Und hier vorne wird das Bett aufliegen. Und da muss ich lediglich hier, passt eigentlich alles super bis auf die Glocke. Die werde ich ein bisschen nach innen schieben. Und dann habe ich hier Luft, dass es ein bisschen federn kann. Aber ansonsten kann ich so weiterarbeiten.
So schaut das Bett jetzt aus. Mit den Dämpfern kann ich den Hub nach oben unterstützen. Ich kriege es nicht hin, dass es komplett trägt. Aber so eine kleine Stütze hilft und dann kann man die Bikes schön aus- und einladen. So der Plan und es scheint zu funktionieren. Man braucht nur sehr wenig Kraft, um das Bett hochzudrücken. Es wird auch schön gedämpft und daher bin ich zufrieden. Gute Sache. Ja, der Auszug hat ein bisschen geklemmt. Kommt daher, dass die Materialstärken alle die gleiche sind und sich das dann hier einfach verspannt. Ich habe jetzt hier nochmal alle aufgeschraubt und hier 3 mm Sperrholzplatten untergelegt, sodass wir hier jetzt 3 mm Spiel haben, dass es sauber rutscht. Und jetzt habe ich noch ein anderes Problem, wenn ich den einschiebe, dann klappt der hinten unter, weil er außen nicht aufliegt. Das habe ich bei Leas Campervan anders gemacht, da liegt die untere Verbindung außen auf und da kann der nicht abklappen, aber ich habe hier ja die Dämpfer drunter. So kann ich das jetzt hier nicht außen auflegen. Das heißt, ich mache jetzt einfach so Kantenbänder, gebohrte hier oben drauf. Die schiebt es dann unter der Matratze durch und so verhindere ich das Abkippen von dem Auszug. Okay, das geht nicht. Also die Kantenbänder müssen weiter rein. Also es hier klemmt. Okay, nochmal weg.